Die Abenteuer von Bernd Schäferhund und Trixie Dackel. Folge 12. Fangfähigkeiten. Der Tag ist gerade erst angebrochen und noch sehr jung, beziehungsweise der Morgen. Denn die ersten leichten Lichtstrahlen kommen jetzt erst langsam nach und nach durch die Schlitze der Rollladen in die Wohnung hinein. Trixie regelt sich, während sie langsam wach wird in ihrem Körbchen. Bernd schläft noch, und zwar tief und fest. Leicht schnarchend trabt er sogar in seinem Schlaf. Trixie macht sich lustig, indem sie Bernd leise weckt. »Na, Bernd, wohin läufst du denn?« Trixie lacht. Bernd hebt die Ohren leicht an, öffnet die Augen, die noch sehr glasig sind, und fängt an zu niesen und spricht. »Ich laufe nirgendwo hin, Trixie. Ich bleibe hier bei euch.« Dabei gähnt er nochmal richtig laut, so wie es nur der echte Bernd Schäferhund kann. »Ich bin eben nicht mehr so jung und sportlich wie ihr beiden«, fügt Bernd hinzu. »Wo ist Cassie überhaupt?« fragt sich Bernd. »Stimmt«, antwortet Trixie, »ich habe sie auch noch nicht gesehen heute.« »Ich bin hier, ihr Schlafmützen«, ruft Cassie. Cassie konnte nämlich, da sie so klein ist wie ein echtes Meerschweinchen, unter den Rollladen, die noch nicht ganz nach oben gezogen waren, bereits in den Garten gehen. Das tut sie morgens immer, wenn sich die Gelegenheit bietet. Nun springt auch die Zeitschaltuhr an und die Rollladen öffnen sich komplett. Jetzt läuft auch Trixie nach draußen, um zu schauen, was dieser Tag wohl bringen wird. Bernd läuft nur langsam hinterher. Er stammelt dabei. Ich komm ja schon, gähnt vor sich hin. Ich vermute mal, er findet sein eigenes Verhalten auch sehr lustig. Draußen ändert sich an den Gewohnheiten natürlich sehr wenig. Jeder hat hier sein eigenes festes Ritual. Das bedeutet, jeder schnuppert sich seinen eigenen Weg zum stillen Örtchen, bevor man sich wieder zusammenfindet. Außer Cassie, sie ist natürlich schon durch mit ihrer Morgenroutine. Sie war ja auch früher draußen als alle anderen. Am Nachbarzaun ist Cassie allerdings stehen geblieben. Hier scheint sie wohl etwas sehr Interessantes entdeckt zu haben. »Was ist denn bei Cassie los?« fragt Bernd an Trixie. »Keine Ahnung«, antwortet Trixie, »aber dort stand sie in den letzten Tagen schon ein paar Mal. Wer weiß, was sie dort gesehen hat. Komm, Bernd, wir gehen nachschauen, genau wie wir es früher immer gemacht haben, okay?« »Na klar, Trixie, aber wir machen kein Wettrennen.« Trixie hüpft auf Bernds Rücken und Bernd läuft langsam, aber zielstrebig in Richtung Cassie, die begeistert und schwanzwedelnd im Nachbargarten blickt. »Ich finde es richtig schön, dass Cassie bei uns ist«, sagt Bernd. »Sie ist immer so gut gelaunt.« »Ja«, sagt Trixie, »da gebe ich dir recht. Ich glaube, zu dritt sind wir ein richtig tolles Team.« »Seid leise«, spricht Cassie, als Bernd und Trixie gerade bei ihr an dem Zaun angekommen sind. Trixie springt von Bernds Rücken und rollt sich dabei wie ein Polizist auf den Rasen ab. Cassie schimpft. »Nicht, Trixie, sei leise, sonst verscheust du den Raben gegenüber.« Im Garten gegenüber sitzt ein Vogel auf der Wiese und er hat etwas im Schnabel. »Was ist denn daran so interessant?«, fragt Bernd. »Hast du denn noch nie einen Raben gesehen, Cassie?« »Doch, natürlich, Bernd. Ich bin zwar klein, ich weiß aber wohl, wie ein Rabe aussieht. Interessant ist sein Verhalten. Er hat etwas im Schnabel, was er immer wieder hochwirft. Dabei wedelt er mit seinem Schwanz, wie wir, Bernd. Er wedelt wie ein Hund. Er hat gerade sogar gebellt, Bernd.« Nun sieht Bernd und Trixie genauer hin. Tatsächlich ist das Verhalten 1:1 das von einem Hund. Trixie pfeift. Das hat sie sich ja selber beigebracht. »Hallo Rabe, wir sind hier drüben, am Zaun.« Der Vogel dreht sich um und spricht, »Hallo ihr drei«, oder besser, »Hallo ihr 2,5«, dabei lacht er etwas. »Was kann ich denn für euch tun?« Er nähert sich dabei etwas dem Zaun. »Meine kleine Freundin Cassie hat dich beobachtet und fand es sehr interessant, dass du wie ein Hund mit dem Schwanz gewedelt hast.« Cassie versteckt sich etwas hinter Bernd. Sie steht hinter seinen Vorderbeinen. »Du brauchst vor mir doch keine Angst haben«, spricht der Vogel. »Oder sehe ich etwa so schlimm aus?«, fragt er. »Nein, überhaupt nicht«, antwortet Cassie. »Aber ein Rabe, der sich wie ein Hund verhält, das ist nicht alltäglich. Das macht mir zwar keine richtige Angst, aber seltsam finde ich es schon.« Okay, zum Ersten bin ich eine Dole und kein Rabe. Raben sind viel größer. Ich bin also wie du, etwas kleiner. Dass mein Verhalten für euch seltsam erscheinen mag, ist verständlich, aber die Erklärung ist ganz einfach. Ich heiße Manuel. »Ich bin Bernd«, schreit Bernd direkt los. »Ich bin Trixie«, ruft Trixie. »Aber nun erzähl mal, Manuel. Cassie, so heißt unsere kleine Freundin hier, ist sicherlich ganz neugierig.« »Okay, Bernd, Trixie und Cassie. Als ich noch ein kleines Küken war, also ich war gerade erst geschlüpft und nur wenige Tage alt, durfte ich bei einer Familie wohnen, die noch keine Haustiere hatte, außer einen Hund. Etwa so einer wie du, Bernd. Dem Hund wurden immer Tricks beigebracht wie Sitz, Platz oder Stöckchen holen. Auch Leckerchen schnappen gehörte mehrmals am Tag dazu. So bin ich aufgewachsen. Also nicht wirklich vogelgerecht, aber wir hatten immer einen riesigen Spaß. Bei mir klappt das Schwanzwedeln auch schon super. Auch mein Bellen klingt fast wie von euch echten Hunden. Aber Leckerchen mit dem Schnabel aus der Luft fangen, da tue ich mich dann doch noch etwas schwer.
Deshalb fliege ich auch zwischendurch in andere Gärten, um in Ruhe üben zu können. Wow, was für eine tolle Geschichte, spricht Cassie. Aber du musst doch überhaupt nicht alleine üben. Wir sind doch circa gleich groß. Wir könnten doch zusammen üben. Manuel findet die Idee super und fliegt zu den 3 Hunden rüber in den Garten. Sie sprechen noch eine ganze Weile über all ihre Abenteuer. Bernd und Trixie laufen zwischendurch den Garten entlang, während Trixie und Manuel noch an den Fangfähigkeiten arbeiten. Bernd unterbricht Trixie und sagt: Komm Trixie, wir holen Cassie ab. Manuel ist auch gerade zurückgeflogen. Trixie und Bernd sprinten für heute ein letztes Mal durch den Garten in Richtung Cassie. Cassie ruft direkt: Das war ein ganz toller Tag. Ich hatte richtig viel Spaß. Schöne Grüße auch von Manuel. Er kommt bestimmt bald wieder. Das freut mich, ruft Trixie. Das können wir gerne wiederholen. Aber nun gehen wir ins Haus in unser Körbchen, denn ich muss mich jetzt hinlegen. Ich will ja fit sein. Für morgen. Für unser neues Abenteuer.